Heute bei den Lately News hat eine Forsa-Telefonumfrage ergeben, dass 16% der Deutschen angaben, mindestens einmal in der Woche das Gefühl eines Déjà-vus zu haben. In einer Vertiefungsumfrage der Forsa gaben zum selben Thema nun sogar 120% der befragten Menschen an, dass sie mindestens einmal in der Woche das Gefühl eines Déjà-vus haben und zudem nun planen, ihre Telefone abzumelden. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt als Peter Klöppel-Double bei RTL. Denn jedes Mal, wenn sich Peter Klöppel für RTL in Gefahr begibt, also bei Auslandseinsätzen in der Teeküche von Sat.1, dann double ich ihn. Auch deswegen manchmal bei ihm zu Hause, weswegen er nur blonde Kinder hat. Aber das ist eine komplett andere Geschichte und die gibt es nur bei Pornhub mit den Lately News After Dark. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Late Show mit Stephen Colbert auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Bayreuth, wo man hier glauben könnte, dass sich einfach nur jemand ein paar Koteletts anbrät. Aber wir sehen hier gerade das einzige Kannibalenschwein der Welt, Schweinchen Lektor, das sich einen Artgenossen anbrät. Und selbstverständlich empfiehlt Schweinchen Lektor dazu ein Chianti Jahrgang 1972. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sonderdrohnen-Korrespondent Agent Valkyrenritt die neuesten Drohnentrends. Viele wissen das ja nicht von Agent Valkyrenritt, aber er war früher in einer US-Spezialeinheit, die nicht nur den Dackel von Osama Bin Laden, weil die Bin Laden aufgespürt hat, sondern auch dessen Katze Osama Miau Bin Laden. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Als jemand, der schon mehr als 5-mal alleine während der Corona-Krise verheiratet war, ist mir Sex nicht gerade unbekannt. Auch nicht Sex mit Unbekannten oder unbekannter Sex. Denn wofür hat der Dategott ansonsten Apps entwickelt, auf denen man erfolgreich Frauen kennenlernen kann? Apps wie die Corona-App, Stay Friends with Benefits, die Otto-Versandhaus-App oder die Wetterwarn-App. Allerdings hat dort noch niemand vor dem Bundessozialgericht geklagt. Wie ein 22-Jähriger, der dort das Jobcenter Berlin-Mitte verklagt hatte. Aber nicht wegen einiger Hartz-IV-Strafen, die ihm das Jobcenter auferlegt hatte, sondern dieses sollte für die Kosten der Konservierung seiner Samenzellen aufkommen. Und das Sozialgericht gab dem Mann auch recht. In dem Fall zum Glück, da der junge Mann sich einer Chemotherapie unterziehen musste und deswegen zuvor seine Samenzellen hat einfrieren lassen. Und ich erzähle das hier nur, um zu verhindern, dass morgen die Ämter Deutschlands überflutet werden mit Kostenübernahmen für das Einfrieren sämtlicher Körperflüssigkeiten, die notfalls den Anträgen beigefügt sind. Währenddessen in Siegburg. Zu meinen Ehren hat ja bekanntlich die AfD bei ihrer Parteizentrale in Berlin-Wolfschanze die eine oder andere Straße nach mir benannt. Nur haben sie es selbstverständlich immer geschafft, meinen Namen falsch zu schreiben. Nur nicht einmal meinen Nachnamen, der so deutsch ist wie Müller-Meyer oder Schulz-Zoklowski, sondern sie hatten schon Probleme bei meinem Vornamen Florian. Gab halt keinen bekannteren SS-Offizier mit diesem Vornamen, weswegen keiner in der AfD das hinbekam. So ähnlich muss sich auch Adalbert Stifter geführt haben, als er seinen Namen auf einer Straße in Siegburg sah. Wenn er nicht schon vor 150 Jahren gestorben wäre. Denn dort prangte nicht Adalbert Stifter auf dem Schild, sondern nur Albert Stifter. Aber Adalbert Stifter nahm das doch ganz locker. Da soll mal einer sagen, dass die Autoren des Biedermeier Bieder wären. Und dieser Gag war speziell für meinen alten Deutschlehrer Herrn Maliszewski, der spätestens jetzt bemerkt haben sollte, dass meine 3 Minus in der Klausur damals über die Biedermeier
mehr als ungerechtfertigt war. Derweil in Seattle. Als Mitarbeiter einem Unternehmen Geld zu klauen, ist gar nicht so einfach, wie man zuerst denken könnte. Nehmen wir einmal exemplarisch und rein fiktiv eine kleine Nachrichtensendung, die auf dem RBB läuft. Der RBB bezahlt für jede produzierte Folge einen gewissen 7-stelligen Betrag. Dabei ist es aber egal, ob die Folge aussieht wie offener Kanal oder wie RTL 2 oder Apple Plus. Und genau hier kann man die Kohle abgreifen. Okay, das war jetzt doch einfacher, als ich dachte, zu erklären. Geschickter hat das jedoch Volodymyr Quaschuks von Microsoft gemacht, der bei seinem Arbeitgeber insgesamt über $10 Millionen veruntreute. Können wir einmal zeigen, wie sich Bill Gates auf den Weg gemacht hat, als er erfuhr, dass man ihm letztlich $10 Millionen geklaut hatte, um sein Geld zurückzuholen? Jetzt zittert die Unterwelt wie vor Batmans Cousin Toilet Man, dessen Eltern bekanntlich vom Meister Propper getötet wurden. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Tweet Magazin. Das hat sich gezeigt, dass das Failing Tweet Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Twitter lässt Reddit aussehen wie ein Blog von William Shakespeares Cousin 3. Grades. Selbst Facebook wirkt gegen Twitter, als seien dort nur normale Menschen unterwegs und nicht Querdenker, Reichsbürger und Christian Lindner. Nur als ich gerade meinen Frust über Twitter auf Twitter kundtat, erschien ein Werbefenster mit dem Hinweis auf die neueste Ausgabe des Tweet-Magazins. Und endlich dachte ich mir, dass ich dort Gleichgesinnte finden würde, wie ansonsten nur Jens Spahn, wenn er sich bei einer WoW-Convention zu den Orks stellt. Aber mir fiel ja der Tweet von der Abendbeugemeister Cats, als ich bemerkte, dass das Tweet-Magazin gar nicht von Tweets handelt, sondern von dem Stofftweet. Leider war ich da schon in einem Beef mit einem Professor für baskisches Tanztheater, da dieser im Tweet-Magazin behauptete, dass sich Jens Spahn nicht auf einer WoW-Convention zu den Orks stellen könnte, weil selbst die so etwas wie Würde besitzen. Deshalb sei gewarnt, Tweet-Magazin, die dunkelgelbe legt die Fake News-Karte an dich und was ich wirklich von dir halte, kannst du in meinem nächsten Tweet bei Twitter lesen. Und auch auf meinem Jackett. Das waren die Late News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.